Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen BioMover Talk. Ihr wisst ja, ich bin Jörg Hove, Leiter Kommunikation bei der Daimler Truck AG, und bei den BioMover Talks kümmern wir uns um Menschen, die etwas bewegen. Ob sie im Konzern sind oder außerhalb, ist eigentlich Wurst. Hauptsache, sie tun was und bewegen was. Und heute haben wir Dr. Florian Hofer zu Gast, den neuen Chief Legal bei der Daimler Truck AG. Aber du bist nicht nur Chief Legal, sondern auch zuständig für Compliance und Menschenrechtsbeauftragter, richtig? Das ist richtig, und auch Corporate Audit. Okay, Corporate Audit ist so Revision, hat man früher gesagt, ne? Alles klar. Gut, das ist ein relativ spannendes Aufgabenfeld, muss ich sagen. Was um Gottes Willen macht ein Menschenrechtsbeauftragter bei der Daimler Truck AG? Also die ganz profane, formale, möglichst juristische Antwort ist, es gibt ja in Deutschland ein Gesetz, das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz. Das gibt es natürlich auch nur in Deutschland, so ein Wort. Wo verpflichten wir uns? Wir sind gesetzlich verpflichtet, in der Lieferkette zu schauen, dass unsere direkten Zulieferer entsprechend internationale und nationale Standards einhalten, insbesondere auch was Menschenrechte angeht. Also Beispiel Kongo zum Beispiel, Abbau von Mineralien mit Kindern. Am Ende des Tages müssen wir insbesondere unsere direkten Zulieferer checken. Aber wenn wir natürlich irgendwas in Erfahrung bringen, was darauf hindeutet, dass dann der berühmte Tier N, also die Zulieferer hinter den Zulieferern, Probleme mit Menschenrechtsstandards haben, müssen wir da auch tätig werden. Und am Ende des Tages ist das ein zentraler Punkt, warum ich da als Menschenrechtsbeauftragter die Nachfolge vom bisherigen Chief Legal and Compliance Officer Thomas Laubert angetreten habe. Wir sind ja im Bereich EES und G sehr stark unterwegs, und natürlich gehört auch die Wahrung der Menschenrechte ganz zentral dazu. Sollen wir sagen, E, S und G ist Environmental, Social, Governmental. Ja, sind also Dinge, die uns alle ziemlich betreffen. Absolut. Und aber auch nicht so ganz einfach zu umspannen, dieser Bereich, muss man ehrlich sagen. Das ist ein großer Bereich, das ist auch etwas, das kann kein Bereich für sich alleine lösen, und das macht es aber auch so super interessant. Da müssen wir alle zusammenarbeiten. Ja. Sind alles Themen, wo jetzt Legal Compliance wirklich nur einen Teilaspekt zuliefert. Und andere Bereiche in der Entwicklung, im Finance-Bereich und HR. Eigentlich ist der komplette Konzern, das macht das Thema ESG so wichtig, aber auch so wahnsinnig interessant. Wir sind komplett in dem Thema drin. Nun ist das ja ein Riesenbereich, den du betreust, und deine Kolleginnen und Kollegen sind ja nicht nur hier in Deutschland und auch nicht nur hier in Leinfelden-Echterdingen, sondern in Amerika und in Japan und wo immer. Wie tauschst du dich mit denen aus, und wie schafft er es, ein gemeinsames Verständnis zu haben, obwohl die Rechtssysteme in den Ländern doch so sehr unterschiedlich sind? Die Rechtssysteme sind zum Teil unterschiedlich. Natürlich gibt es aber, ich sag mal, gewisse Standards weltweit. Und das ist ja genau das, was wir dann auch bei uns zentral einheitlich für alle machen wollen, damit wir da gewisse Synergien auch schaffen und jetzt nicht das Rad in jedem Land neu erfinden. Ja, das ist, sonst kommen wir in Dimensionen rein, die keiner mehr leisten kann. Wenn du konkret fragst, wie komme ich mit den Leuten in Kontakt? Ich habe natürlich vor Ort Mitarbeiterinnen. Ich habe in Nordamerika zum Beispiel eine Kollegin, eine Mitarbeiterin, mit der ich eng zusammenarbeite. Und am Ende des Tages musst du halt mit den Leuten auch in Kontakt treten. Und das mache ich dann jetzt auch. Also ich freue mich schon, wenn ich das erste Mal jetzt nach Portland kann und das Team dort persönlich begrüßen kann. Das habe ich nach der Sommerpause geplant. Und genau das werde ich auch planen mit anderen. Letzte Woche war ich in Tokio und habe da das Legal and Compliance Team dort kennenlernen dürfen. War eine super Veranstaltung, die wir hatten. Und genau das. Ich werde jetzt nicht in jedem Land persönlich kommen können. Das überstrapaziert es natürlich auch. Aber ich werde über Townhalls, Webcasts und so weiter mit den Leuten in Kontakt auftreten. Ich setze die Tradition von Thomas Laubert fort, indem ich wöchentlich einen Podcast mache für unser Team, indem ich so ein bisschen erzähle, was ist aus meiner Sicht das, was gerade fürs Team interessant ist, was ist aus Truck-Bus-Sicht interessant, was ist für Legal Compliance Audit interessant. Und ich glaube, das kommt ganz gut an. Ja, ist ein guter Weg zu kommunizieren. Ne? Ja. Ich kann mich daran erinnern, als ich in den Konzern gekommen bin, 2008, hat man mir einen dicken Ordner gegeben, hat gesagt, das ist ganz brisant, und wenn das mal fertig ist, dann wird es teuer. Dann kam das Jahr 2010 und wir haben eine Einigung mit dem Department of Justice der USA erreicht. Da ging es um Compliance-Sachverhalte, und wir haben, so hat man in der Presse dann zu lesen gehabt, einen amerikanischen Aufpasser bekommen, Judge Louis Freeh, einen ehemaligen FBI-Direktor.
Der war dann bis 2013, glaube ich, da und hat uns danach dann Platin-Standard in Compliance attestiert. Also ich will sagen, ursprünglich waren wir mal böse Buben als alter Konzern, haben, ich glaube, 186 Millionen US-Dollar Strafe zahlen müssen. Und nach 2013 waren wir Saubermänner. Wie hält man so einen Status bei? Sauber zu bleiben, wo man in so einem Konzern doch an jeder Ecke eigentlich manchmal Fehler machen kann. Das ist eine Herausforderung, vor allem es wird von der Verantwortung immer mehr. Also worum ging es vor über 10 Jahren? Es war klassische Bestechung, also Korruption, ja, was da vorgeworfen wurde. Da sind wir natürlich immer noch aktiv, dass wir gegen Anti-Corruption ist bei uns natürlich mit Prozessen und ich sag mal gegen Korruption und Geldwäsche. Das ist so der Nukleus der Compliance-Organisation. Nur seitdem ist halt ein Haufen neue Themen dazu gekommen. Ja? Und das waren zum Teil Reaktionen auf weitere Probleme, die es gegeben hat, und aber auch Reaktionen auf einfach neue gesellschaftliche Ereignisse und Strömungen, die wir einfach berücksichtigen müssen und die eben auch für Compliance wichtig sind. Also neben Korruption und Anti-Geldwäsche müssen wir natürlich zum Beispiel auch gucken, dass wir Sanktionen einhalten. Wir müssen sicherstellen, dass wir, was der Vorstand vor über ein Jahr beschlossen hat, mit Russland kein Geschäft machen. Das ist mittlerweile auch entsprechend sanktioniert. Das muss natürlich sichergestellt werden. Ja, das ist ein weiteres Beispiel. Und es gibt jetzt aber auch ganz neue Beispiele. Wir hatten es vorhin gleich am Anfang gehabt mit dem Lieferketten-Sorgfaltspflichtgesetz. Wir müssen eben sicherstellen über eine Compliance-Organisation, dass wir die entsprechenden Meldepflichten gegenüber den Behörden abgeben und so weiter und so fort. Und das ist, kommt alles mit rein. Dann gibt es Data Protection, dann gibt es Kartellrecht und so weiter und so fort. Also da gibt es mittlerweile einen bunten Strauß an Themen, die wir einfach zum Teil aus Erfahrungen, aus Fehlern der Vergangenheit neu aufgesetzt haben, aber auch, weil wir sehen, es gibt neue Anforderungen. Und unser Ziel ist es, dass das Kind nicht erst neu in den Brunnen fallen muss, bevor wir was tun, sondern dass wir das Kind also spätestens, wenn es Richtung Brunnen guckt, mal an die Hand nehmen, ja, und dass da nichts mehr passiert. Wie kann ich als Mitarbeiterin und Mitarbeiter das schaffen, sauber zu bleiben? Das heißt, wende ich mich an euch und sage, ich habe hier den und den Fall. Wie soll ich mich verhalten? Habt ihr sozusagen so eine Art Sorgenbox, wo man sich melden kann? Ja, haben wir. Also wir haben, und ich kann jedem, und das wäre so ein Anliegen, wir haben ja den Truck-Code aufgesetzt. Ne? Das ist wirklich so das Standardmanifest für integres Verhalten. Ja, und wenn man sich das anschaut und sich daran hält, dann kann man nichts falsch machen, glaube ich. Und da sind auch entsprechend Ansprechpartner hinterlegt. Und ansonsten kann man sich gerne bei mir melden oder bei jedem Mitarbeiter bei Legal und Compliance. Macht ihr auch Schulungen für Compliance-Verhalten? Ja. Okay. Also für mich war zum Beispiel eine neue Datenschutzgrundverordnung. Journalist fragt an, was habt ihr über mich gespeichert? Und dann kann ich nur sagen, wie, was gespeichert? Ein paar Presseartikel, ne, damit wir wissen, mit wem wir es zu tun haben. Und dann sind wir gezwungen gewesen, das sozusagen dem alles haarklein zu erläutern, was wir an Pressemitteilungen über den gesammelt hatten. Das war für mich auch neu. Ja, und das ist gute Recht. Also ich kann mich erinnern, wir sind jetzt übergegangen, Aktionäre von Daimler Truck, bei denen wir die E-Mail-Adresse haben, die wollen wir auch per E-Mail einladen. Da sparen wir uns einfach Papierversand, spart Ressourcen. Und erfahrungsgemäß gibt es dann aber Aktionäre, die sagen, A, sie wollen nicht per E-Mail eingeladen werden, sondern sie wollen das Papier haben. Und B, was habt ihr alles für an Informationen von mir? Und das ist dann eine Herausforderung, weil es gibt Aktionäre, die sind auch Kunden zum Beispiel von uns. Ja, oder sind Mitarbeiter von uns. Also das sind dann immer... Solche Datenauskunftsansprüche geht dann immer oder sehr häufig auch in viele Dimensionen. Die muss man dann alle abdecken. Also das ist eine gewisse Herausforderung, solche Anfragen. Aber die werden wir natürlich, oder die bearbeiten wir, die kommen rein ab und zu. Wie wird man eigentlich Konzern- oder Firmenjurist? Ist das eine bewusste Entscheidung, dass du damals gesagt hast, ich gehe zum Daimler und warst vorher mit Sicherheit auch schon mal in der Anwaltskanzlei irgendwie eine Weile? Genau. Was war Grund für deine Entscheidung? Also bei mir war es genau so. Ich war erst ein paar Jahre in einer Kanzlei. Weißt du, in der Kanzlei ist es am Ende doch ein bisschen eintönig, das Arbeiten. Also du hast zwar internationale Mandanten, jetzt in meinem Fall war das so, aber die kommen zu dir und fragen deutsches Recht. Also das war so die eine Einschränkung. Und zum anderen kommen die meistens zu dir, wenn quasi schon die eigentliche Entscheidung gefallen ist. Und jetzt geht es darum, dass man jetzt noch, ich sag mal, die verlängerte Werkbank braucht, um jetzt den Vertrag zu pinseln zum Beispiel, ne, und den noch zu Ende verhandeln. Und sobald der Vertrag dann verhandelt ist und unterschrieben ist, dann, ah ja, Dankeschön und
dann brauchen wir dich mehr. Du siehst viel, viel weniger. Ne? Also, und das war, als damals sich die Möglichkeit ergeben hat, bei Daimler damals einzusteigen, war das sicherlich einer der ausschlaggebenden Gründe, dass man einfach so viel mehr sieht von der Welt. Also du bist wirklich in einem Business drin, siehst eben nicht nur diesen ganz kleinen Ausschnitt, sondern du kannst eben das große Ganze sehen. Das war das eine. Und das andere ist internationales Arbeiten. Das kannst du halt im Unternehmen wie Daimler Truck, das machst du nicht in der Kanzlei. Ja, das ist eine ganze Ecke. Von Japan bis im Prinzip Westküste USA. Ne? So eigentlich. So, das bedeutet ja aber auch, ihr müsst eigentlich, um immer auf dem Laufenden zu bleiben, auch relativ viel frisches Blut immer mal wieder reinholen. Wie besorgt ihr euch sozusagen den Nachwuchs, den ihr zielgerichtet braucht für die Positionen, die eventuell vakant sind? Jetzt im Moment sind wir erstmal dabei. Wir haben uns ja nach Fokus, wie alle G&A-Funktionen, haben uns ja erstmal neu aufgestellt, haben das gut hinbekommen, haben dann auch noch selektiv einzelne noch Stellen nachbesetzt, die wir gebraucht haben. Und das ist jetzt aber deutlich zurückgegangen. Also wir gucken jetzt, wie wir zurechtkommen mit dem, was wir haben. Natürlich hast du Fluktuationen. Und das gucken wir uns jetzt sehr, sehr genau an, wie wir das nachbesetzen. Klar ist es, dass wir das Glück haben, dass Daimler Truck einen ganz hervorragenden Ruf hat. Ja, also das darf man auch nicht unterschätzen. Das ist ein Unternehmen, auf das Leute, auch Menschen, die im Bereich Legal and Compliance und Audit arbeiten wollen, auf das Leute Bock haben. Also das ist jetzt nicht so, dass wir da gar keinen haben. Generell ist es eben so, dass die Bewerberlage grundsätzlich schwierig ist. Also, aber damit hat jedes Unternehmen zu kämpfen derzeit, ist einfach Fachkräftemangel. Das spüren wir auch. Ist aber nicht so, dass uns jetzt, ich sag mal, die alte Schwester die Leute alle wegschnappt oder der Bosch oder der Porsche aus der Region. Mit denen sind wir in Konkurrenz an der Stelle. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir da völlig chancenlos sind. Wir sind ein attraktiver Arbeitgeber. Wenn sich neue Entwicklungen ergeben, du hast vorhin Lieferkettengesetz gesagt, wie sich das entwickelt hat. Wie trainiert er denn so Training on the Job? Wo holt ihr euch das Wissen für die neuen Entwicklungen her? Geht ihr zu Dentons oder Hogan & Lovells oder zu wem auch immer und sagt, hey, macht uns mal so ein Grundseminar, was da an neuen Sachen drin ist? Oder geht er zu Behörden oder zu Institutionen wie Justizministerium? Nee, wenn solche neuen Themen aufkommen, dann setzen wir bei uns ein Team drauf. Ja, es muss am Ende jemand muss einen Hut aufhaben, muss Verantwortung übernehmen. Das ist eins der Themen, die ich auch besonders mag, dass man am Ende des Tages jemanden hat, den man auch greifen kann, sagen, du bist derjenige, der verantwortlich ist, oder du und dein Team, und den Leuten auch entsprechend Freiraum gibt, Neudeutsch Empowerment. Und die bereiten sowas dann auf. Und die zeigen dann auch auf, wie können wir denn zum Beispiel schulen, die ganze Organisation, der ganze Einkaufsbereich muss das ja werden. Was für Tools brauchen wir denn? Wie müssen wir das aufsetzen und so weiter? Und da ist unser Anspruch, dass wir das größtenteils in-house auch hinbekommen. Klar, bei manchen Themen bist du im Austausch mit Kanzleien. Es gibt manche völlig exotische Sachen, da brauchst du auch wirklich einen Dienstleister. Und manche Dinge sind einfach so groß, dass es einfach allein nicht bewältigen kannst. Also es gibt immer mal wieder solche Ausnahmen. Und gerade bei so neuen Themen ist es schon so, da überbieten sich die Kanzleien mit Seminarangeboten, die dann auch frei sind, weil die Kanzlei natürlich hofft, so ins Geschäft zu kommen. Ne? Florian, gibt es bei euch sowas wie Stoßzeiten, also Zeiten, wo ihr besonders viel arbeiten müsst, zum Beispiel bei einer Hauptversammlung oder wenn Zahlen anstehen oder irgendwelche Messen? Gibt es da irgendwelche Big Events, wo du sagst, da haben wir echt viel zu tun? Das wäre wahrscheinlich die kluge Antwort, wenn ich sagen würde, ich muss immer ganz, ganz viel arbeiten, ohne Ruhephasen. Ist auch so, auf TL gesehen insgesamt, natürlich, wir haben immer irgendein Thema, irgendein großes wird es immer geben. Ne? Wenn du sprichst, Events, klar, für einen Gesellschaftsrechtler, für das Team ist natürlich die Hauptversammlung ein absolutes Highlight und Arbeit bis dahin ist brutal viel. Nur genau das Team hat dann halt ein paar Wochen später den Aktienrückkauf, das Programm, das wir da jetzt auflegen, auch mit begleitet. Also es gibt immer wieder Themen. Langweilig wird es uns nicht. Okay. Wenn du dein Team anguckst, ist das divers? Gibt es ein Mischungsverhältnis Frauen, Männer? So, wo du sagen kannst, ich hätte ganz gern, bei uns ist es zum Beispiel so, Führungsebene in der Kommunikation nur Jungs. Das ist auf Dauer nicht gut. Ne? Müssen wir ändern, weiß ich. Wie ist das bei euch? Also ich glaube, wir sind ganz gut. Wir haben auf Führungsebene, glaube ich, weiblichen Anteil über 40%.
was gut ist. Bei mir im Leitungsteam auch. Wirklich sind wir zur Hälfte Männer, zur Hälfte Frauen. Wir sind international aufgestellt, haben entsprechende Kolleginnen und Kollegen aus den verschiedensten Märkten, die wichtig sind. Also insofern glaube ich, bekanntermaßen klar, Legal Compliance, das ist auch ein Gebiet, das traditionell auch immer ganz gut ist bei Diversity, aber wir sind da gut aufgestellt insgesamt. Du hast ja auch noch die Verantwortung für Corporate Audit, also für die Revision, wie man früher gesagt hat. Habt ihr da bestimmte Arbeitsprogramme, die ihr sozusagen über Monate euch dann gebt und sagt, das machen wir dieses Jahr, im Frühjahr machen wir das, im Herbst machen wir das? Und wie geht ihr mit so einem großen Unternehmen um, wo du ja nicht alle Nase lang alle prüfen kannst? Das verantwortet bei uns der Gerald Tropper mit seinem Team und in der Tat gibt es dann jährlich wird ein Prüfungsplan aufgesetzt, wo man sich wirklich anschaut und das auch abstimmt, Vorstand insbesondere, was sind denn die Themen, die wir uns fürs nächste Jahr mal vornehmen, was wir uns anschauen sollten. Da gibt es immer noch einen gewissen Puffer für aktuelle Themen, die man dann noch reinbringen kann. Aber genauso geht es dann. Man macht sich einen Plan und was schauen wir uns das nächste Jahr an. Wenn ich etwas beobachte im Konzern, was mir auffällt, wo ich denke, das kann doch nicht richtig sein, kann ich dann sozusagen, früher hat mein Business Practice Office gesagt, mich bei euch melden? Und wie heißt die Institution oder das Portal, wo ich mich melden? Schön, dass du fragst. Da kann sich jeder melden an Speak Up, heißt es. Also früher bis vor kurzem Business Practice Office, BPO. Wir nennen es jetzt Speak Up. Wir haben entsprechende Plattform aufgesetzt, die ihr im Social Intranet finden könnt. Es gibt eine entsprechende Hotline, wo man wirklich 24 Stunden am Tag anrufen kann, die auch verschiedenste Sprachen unterstützt. Es gibt auch einen neutralen Mittler, also man kann auch anonym entsprechend Anzeigen erstellen. Auch da Informationen im Social Intranet oder wenn man sich gleich an Kollegen wenden möchte, haben wir bei uns den Jörg Stuber, den Ralf Klompfers und das Team dahinter, die sich eben um Speak Up kümmern. Und da geht es auch gar nicht nur um mögliches Fehlverhalten innerhalb der Company, sondern auch generell, wenn man was sieht, sagen, gut, das sieht komisch aus, vielleicht auch bei einem Geschäftspartner melden. Übrigens auch, und dann sind wir wieder beim Menschenrechtsbeauftragten, Speak Up ist auch die Stelle, wo man sich meldet, wenn man Menschenrechtsverletzungen einen Verdacht hat und auch da bitte reinmelden. Okay. Jetzt sind wir sozusagen, haben wir den Kreis geschlossen. Genau. Da ist für mich die letzte Frage denn letztlich, hast du es bereut, jemals zum Trag gegangen zu sein, zum neuen eigenständigen Unternehmen? Und was wünschst du dir für dieses muntere Unternehmen für die Zukunft? Ich habe für mich die Entscheidung vor 2 Jahren getroffen. Als Fokus kam und man sich entscheiden konnte, ich habe es keine Sekunde bereut. Es ist ein Unternehmen, was wahnsinnig Spaß macht. Es ist ein bisschen eine kleinere Welt, als es davor war. Davor war es aber auch eine große amorphe Masse. Hier kenne ich extrem viele Leute und habe viel mehr Verantwortung, auch viel mehr Gestaltungsmöglichkeiten, als ich es in der alten Welt hatte. Also zum Arbeiten kann ich wirklich, ohne rot zu werden, sagen, macht es brutal Spaß. Und insofern war das absolut die richtige Entscheidung. Und für die Zukunft noch ein Wunsch für dieses Unternehmen und für dich und deine Truppe? Ja, für die Zukunft wünsche ich mir, dass wir unsere großen Ambitionen erreichen und dass wir zum einen eben diese Transformation nicht nur der Industrie, sondern vor allem für unser Unternehmen schaffen und das Ganze eben dann auch mit einer nachhaltigen Ertragsstabilität verbinden. Das sind die 2 Säulen, die wir erreichen wollen und dafür geben wir bei Legal Compliance und Audit auch alles. Okay, ich danke dir für dieses muntere Gespräch. Das war unser BM Mover Talk, diesmal mit Dr. Florian Hofer, der zuständig ist für alles, was mit Recht zu tun hat in der Daimler Truck AG. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir melden uns bald wieder. Dankeschön und auf Wiedersehen und Hören.